Italia uno. Ohne Worte. So, los geht's in Nizza an der Côte d'Azur. Aber jetzt geht's gleich Richtung Berge und dann wird's ruhiger. Noch ein paar Kilometer durch die Vororte. Wir haben es geschafft. Wir sind gerade in Sospel. Heute beginnt der zweite Tag der Radtour und es geht richtig rauf in die Berge. Zunächst zum Col de Turini und anschließend noch weiter bergauf. Also heute wird es ernst. Der Blick zurück zum Meer, in der Ferne ist es zu sehen. Wir sind oberhalb vom Col de Turini und es geht weiter bergauf. Und wir fahren da lang. Sehr gut. Jetzt fahren wir hinten in das Tal runter und dann nochmal ein bisschen das Tal hinauf. Wir machen heute einen Ruhetag auf dem Zeltplatz in Tende, nachdem wir gestern bis in die Nacht geradelt sind. Da war nämlich ein Zeltplatz überfüllt und den anderen gab es gar nicht, obwohl er auf der Karte eingezeichnet war. Und jetzt machen wir einen Tag Pause, bevor es dann morgen auf die ligurische Grenzkampfstraße geht. Jetzt sind wir mittendrin im Anstieg zur ligurischen Grenzkampfstraße und stärken uns ein bisschen. Noch ist hier nichts los und wir genießen es total. Wir sind inzwischen auf 950 Meter und heute geht es noch rauf auf 1800 und weiter. Also ich muss schon sagen, so kann die Auffahrt weitergehen. Wunderschön. Ohne Verkehr. Beginnt der Schotterabschnitt und wir hatten schon frische Früchte direkt vom Baum. Man sieht nicht, wie steil es hier ist und die Sonne brennt runter. Wir sind weit in der Auffahrt zur ligurischen Grenzkampfstraße. Jetzt sind wir auf 1300 Meter. Gerade ist eine Wolke da, zum Glück ein bisschen kühler. Es war brutal heiß. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Diese Aussicht mitten im Nationalpark Mercantour.
Den ersten kleinen Pass haben wir schon auf 1440 Meter. Ich kann wieder lachen, weil jetzt geht es gerade wieder mal flach dahin. Da geht der Weg weiter. Und dann komplett am Hang entlang, hier rüber, bis zu dem Sattel da unten. Da ungefähr, und dann geht es links weiter hoch. Bisher ist der Weg doch besser als gedacht. Einen Abschnitt musste man schieben, da war es zu steil und schottrig. Aber ansonsten geht es eigentlich recht gut zum Fahren. Ach, es geht. Na Judith, wie gefällt's dir bisher? Ganz gut, ist alles dabei. Vom Barz über Holpersteine, über Sonne, Wolken, die ersten Tropfen. Der Blick zurück verheißt auch nichts Gutes, hat gerade gedonnert und hinten ist richtig dunkel. Da regnet es auch. Ja, wir sind hier nicht alleine. Die hauen alle vom Regen ab, glaube ich. Der Wahnsinn geht weiter. Diesmal nur 3. Vorher war es 12. Man sieht nichts, wir sind jetzt voll in den Wolken. Es gedonnert und blitzt. Ja, zum Glück nicht direkt hier, aber es donnert und wir ziehen uns jetzt an. Es fängt schon an zu regnen. Meine Güte, ey. Wir hatten Glück bisher. Der Schauer war nur ganz kurz und leicht. Ich kann gerne auf eine Dusche verzichten. Es hat bloß noch 14 Grad. Unfassbar! Vor 5 Minuten waren wir hier noch im dichten Nebel und kalt war es und jetzt scheint die Sonne wieder. Guten Morgen! Hier haben wir übernachtet. Warm eingepackt sind wir. Und jetzt geht's los. Dieses Panorama ist der Wahnsinn. Da in der Mitte, unterhalb von dem Gipfel, wo ein bisschen Gras ist, da unten sieht man ein bisschen den Weg. Da haben wir gezeltet. Jetzt geht's weiter.
Unten stand gesperrt für Autos, jetzt wissen wir auch wieso. Wegen Felssturz. Wir sind noch am Leben. Anstrengend ist es. Wir kämpfen uns gleich auf die letzten Meter. So, den ersten Part haben wir geschafft. Knapp 2300 Meter. Der Weg ist echt krass. Man sieht es kaum im Video, aber wir werden durchgerüttelt ohne Ende. gathered the afternoon into my glass. I got 100 proofs and a symbol to crash. A repeatable pattern, I'll be terrible art. The
seasonal hazards, baby. Aus Turin ging es hinaus mit dem Zug durch die spannende Poebene. Wir haben wahnsinnig viel Mais gesehen. Wir sind hier auf einem schönen Zeltplatz angekommen, auf dem Weg zum Col de Nivolet. Morgen kommt der spannendste Part. Wir werden den Pass überqueren und oben endet die Straße und dann wird es zum Wanderweg bergab ein ganzes Stück. Der Wetterbericht sagt so ab Mittag Schauer, also wir werden sehr früh starten. Ah, herrlich. Es ist jetzt kurz nach 5. Wir sitzen im Zelt, der Wind rüttelt dran. Wir haben beschissen geschlafen und eigentlich wollten wir heute über den Col de Nivolet in aller Frühe rüberfahren, weil das Wetter schlechter werden soll und dann hier runter. Ja, und das tollste Problem ist... Meine Bremsbeläge sprechen nicht für eine tolle Abfahrt. Genau, die Bremsbeläge sind hinüber. Ich hatte natürlich Ersatz dabei, aber dankenswerterweise haben wir die falschen Belege mitgenommen bzw. mitbekommen und jetzt können wir sie nicht tauschen. Also jetzt haben wir eine Abfahrt ohne Bremsbeläge vor uns von 2600 Meter runter und das sparen wir uns. Wir werden leider Gottes das Tal wieder rausfahren Richtung Rivarolo und dann Ivrea rüber und dann werden wir schauen, dass wir heute dort bleiben und Ersatzteile bekommen und am nächsten Tag durchs Aostatal dann weiterfahren. Durchs Aostatal auf der Hauptstraße. Die Strecke wäre ja traumhaft schön, wenn hier nicht so ein Verkehr wäre. Einen wunderbaren guten Morgen. Wir fahren jetzt hier hoch zum großen St. Bernhard Pass. Zum Glück gerade ohne Auto. Found the truth to take apart,
built a new national. Wir stehen hier ganz in der Nähe vom Flughafen. Haben zum Glück noch so ein Dach gefunden, um uns unterzustellen. Das schlechte Wetter kommt nämlich ein paar Stunden zu früh. Didn't we disappear from there to here? Don't need a future to fight. Scheiß für unser Zelt. So geht's ja gar nicht. Ja, guten Morgen! Guten Morgen. Wir sind jetzt hier am Lac Neuchâtel. Neuchâteler See mit Muscheln am Strand. Everywhere so far. And if we could come to share the pride, joy, the way we share the power of minds, boy. Falling asleep should feel like falling in love. Feet on the floor feels good enough. Guten Morgen! Man sieht schon, das Wetter ist nicht so wirklich prickelnd. Hat so 16 Grad, nieselt so ein bisschen. Und wir sind froh, dass wir jetzt weiterkommen. Wir sind auf dem Weg nach Solothurn und weiter Richtung deutscher Grenze, auch wenn es noch ein ganzes Stück ist. Eventuell steigen wir noch in den Zug. So ein Sauwetter. Wir kämpfen uns jetzt weiter Richtung Bodensee. Und wir wurden sowas von abgeregnet, aber dafür ist die Sicht malerisch.